Ganz herzlich willkommen heute Abend zum Business Talk für Online-Unternehmen. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Katharina Ferster, die mit der School Beyond Limitations hier ist. Hallo, liebe Katharina. Hast du schon fertig geteilt? Ja, ich bin ready. Klasse. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Katharina Ferster. Ich bin im Online-Business ja schon fast seit 4 Jahren und ja, super erfolgreich. Und im Laufe dieser Tätigkeit entstand für uns, wir sind eine Patchwork-Familie mit 4 Kindern. Das heißt, wir reisen sehr viel durch Business, also bedingt durch Business und natürlich, weil wir es so wollen und die Möglichkeiten mittlerweile haben. Und natürlich, weil wir eine Patchwork-Familie sind, das heißt, es gibt noch 2 Elternteile, die irgendwo sind in Deutschland, entstand ein super Bedarf an Schule für unsere Kinder. Und dann haben wir gesagt, wir haben gesucht und geguckt und wir haben nichts gefunden, was jetzt einfach unseren, ich sage jetzt nicht Ansprüchen, sondern unseren Anforderungen entsprach, so dass wir ein freies, komplett freies Leben als Familie führen können. Und dann haben wir gesagt, gründen wir doch unsere eigene Schule. Und so entstand, ich habe das nicht alleine gemacht, ich mache das mit meiner wunderbaren Partnerin Martina, so entstand unsere Schule School Beyond Limitations. Großartig. Also ich habe jetzt gerade wieder Gänsehaut. Ich finde das so hammermäßig. Da geht man dahin und merkt, da ist ein Bedürfnis, ja, von einem selber mal, von der eigenen Seite her. Und ihr kreiert jetzt eigentlich das, also das, glaube ich, Apple hat das ein bisschen gemacht. Ja? Keiner wollte den Computer in der Tasche, aber ein Bedürfnis kreieren oder ein Bedürfnis auf dem Markt schaffen, wo die Leute erst im Nachhinein merken, wie wichtig es oder wie genial es für sie sein kann. Ich glaube, das passiert jetzt gerade, ja. Vor allem, ich finde es so wichtig und das habe ich gelernt in meinem Leben zu machen. Vielleicht ist es auch eine Inspiration für dich, die uns oder der uns zuschaut. Ich schaue mir immer Bereiche in meinem Leben an, die nicht zufriedenstellend sind. Ja, zum Beispiel, ich schaue mir Status Quo an und die Schule war an sich schon mal als Institution, das hat meinen Anforderungen einfach und Anforderungen von meinen Kindern nicht mehr entsprochen. Ja. Und dann sage ich, okay, ich gebe mich damit nicht zufrieden, weil für mich gibt es nicht diese eine Lösung, die von allen gelebt wird, sondern ich möchte, dass es zu meinem Leben passt. Und dann überlegen wir uns, wie können wir es verändern? Ja, genau, und das finde ich großartig. Ich weiß jetzt zufällig, ja, weil ich auch Online-Business, Online-Marketing, so wie ihr auch mit Erfolgsfamily respektive Fortune Family, richtig starke Marktseiten, sehr erfolgreich. Da lernt man anders zu denken. Ne? Du hast es jetzt ein bisschen angetönt. Man lernt zu denken, wie will ich es haben? Will ich es wirklich? Will ich fremdgesteuert sein von Schulsystemen oder Staat? Ich bin jetzt ein bisschen offen und frech. Ja? Ich glaube, ich darf schon. Ja. Es ist eine Fremdsteuerung, wenn man auf einmal sich einschränken muss, an gewissen Daten dort oder dort sein muss. Oder was ich kürzlich bei dir gelesen habe, hat mich sehr berührt, wo du erwähnt hast in einem Text drin, dass es auf einmal mehr Frieden gibt, auch mit den anderen Ex-Partnern, weil diese Freiheit da ist. Was bedeutet denn jetzt einerseits, wie habt ihr das gemacht im Zusammenhang, wie wollen wir es haben? Also ihr habt zuerst mal Grenzen erkannt. Ja, wie haben die sich gezeigt? Genau, also wir müssen hier beide Seiten betrachten. Die Seite der Kinder, die auf eine Schule gehen. Und meine Kinder waren schon von Anfang an super privilegiert, weil sie von Anfang an auf einer Waldorfschule waren. Es ist eine private Schule. Ja, da wird ein bisschen anders mit dem Kind umgegangen, aber nur in den ersten 3, 4 Jahren. Danach zieht, also am Anfang, das habe ich auch schon irgendwo mal geschrieben, am Anfang werden Bäume umarmt, es ist die Namen getanzt, es ist alles wunderschön, die Welt ist so toll. Und dann müssen sie ihre Abschlüsse schaffen und die Waldorfschule gerät unter Druck, weil sie halt eben nicht als Schule stehen möchten, wo die Kinder Bäume umarmen und dann nichts in ihrem Leben schaffen, sondern sie wollen natürlich als Schule gesehen werden, wo viele Ärzte, wo viele Schauspieler hervorkommen, wo viele Anwälte rauskommen, ja, also diese anerkannte, super angesehene Berufe. Und so ziehen sie oder drücken sie so auf Gaspedal, dass die Kinder mit den Jahren voll in Lernstress kommen. Die Schule gleicht sich immer mehr und mehr einer normalen staatlichen Schule an.
Und so, also wenn ich mir jetzt meine Kinder angeguckt habe, die total gerne zur Schule gegangen sind und dann die Große in den letzten Jahren Anzeichen eines Burnouts entwickelt hat und gesagt hat, ich habe Kopfschmerzen in der Früh, wenn ich nur an die Schule denke, ich möchte nicht aufstehen. Wir haben ein Drogenthema, sodass die ganze Klasse zum Drogentest muss. Wow. Also das ist für mich ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, für meine Kinder will ich das nicht. Ja. Ja, ich möchte nicht Lehrer, die versuchen, ich möchte jetzt nicht böse, es gibt ganz, ganz tolle Lehrer, danke, dass ihr diesen Job überhaupt macht, aber die ja wahrscheinlich auch selber durchs System und dass das System sie nicht vom Mindset her entwickelt, natürlich viele Glaubenssätze an die Kinder weitergeben. Wir hatten irgendwann mal Diskussionen oder unsere Kleine kam aus der Schule mit Tränen in den Augen und hat gesagt, Mama, meine Lehrerin sagt mir, dass das Geld böse ist und wir verdienen gerade so viel Geld. Wow. Also du bist, weißt du, in der Familie versuchen wir diese Glaubenssätze aufzuweichen und in unserem Sinne die Weltanschauung weiterzugeben. Und die Schule geht hin, ich meine, das ist eine Autorität, die Lehrerin. Ja, das ist die zweite Autorität hinter den Eltern und die sagt, das Geld ist böse. Wow. Gleich, deine Eltern sind böse. Das ist die Seite der Kinder. Ja. Wo wir gesagt haben, das fühlt sich nicht mehr gut an, das passt nicht mehr zu uns, das passt nicht mehr zu unserer Weltanschauung. Ja. Und dann war noch unsere Seite, weil wir ja einfach eine gewisse Freiheit haben wollten. Wir machen viele Seminare weltweit und wir wollten natürlich auch die Kinder mitnehmen. Wirklich. Dann haben wir uns entschieden, nach Zypern auszuwandern. Wir wollten die Kinder mitnehmen. Und da ich mit meinen Kindern schon so eine Abenteuerreise durch 3 Schulen gemacht habe und 3 verschiedene Städte, habe ich gesagt, wer weiß, wie lange wir auf Zypern bleiben. Vielleicht sagen wir in einem Jahr, hey, das passt uns nicht mehr, lass uns, ich weiß nicht, nach Amerika auswandern oder was auch immer uns einfällt, eben diese Freiheit zu nutzen, zu sagen, hey, was ist gerade richtig für uns? Und ich möchte die Kinder nicht nochmal aus ihrem sozialen Umfeld rausnehmen und wieder wohin für ein Jahr oder 2 Jahre oder was auch immer passiert. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Schule, wo die Kinder mit mir total frei in der Welt sein können und ihr Umfeld mitnehmen können. Das ist großartig. Ja. Und so entstand die Idee von School Beyond Limitations und Martina war bei uns im Programm und hat mir schon erzählt, weil wir fragen ja im Programm auch immer, warum willst du dich so positionieren? Warum willst du dieses Business machen? Dann hat sie gesagt, ich möchte dieses Business aufbauen, dass ich in der Lage bin, meine eigene Schule zu gründen. Die hat eine super Historie mit den Schulen. Also die hat schon viele Schulen geleitet und aufgebaut und mit aufgebaut und gelehrt. Also super Kompetenz, die da war. Und dann habe ich gesagt, Martina, ich habe einen Bedarf. Du hast die Kompetenz und du willst ja, lass uns doch machen. Und so haben wir uns zusammengesetzt und also eins führte zum anderen und dann hatten wir unsere eigene Schule. So genial. Ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, so ungefähr vor 1,5 Jahren. Da hast du einen ersten langen Brief geschrieben und ich dachte, mein Gott, ja, das kann gar nicht anders als funktionieren. Weil jetzt gerade auch, weil immer mehr Unternehmer checken, wie wichtig es ist, online zu gehen und auch dadurch die Freiheiten begreifen. Wir haben einfach so viel mehr Möglichkeiten damit, nicht nur, weil wir online sind, sondern auch, weil wir mehr, ich sag mal, uns erlauben, so zu leben und zu denken, wie wir es haben wollen. Ja? Und das dann Auswirkungen hat auch auf unsere Liebsten, jetzt in diesem Fall auf unsere Kinder. Das muss was nach sich ziehen. Also für mich ist es sonnenklar, was wir hier tun, einfach auch, weil wir bei uns sind, zu uns stehen und zu unserer Mission stehen, hat es Auswirkungen. Das ist jetzt eine sehr, sehr große, glaube ich mal. Da wird einiges schon ins Rollen kommen. Wie war denn jetzt in diesen 1,5 Jahren eure Erfahrung auch? Könnt mir vorstellen, dass ihr nicht immer nur auf offene, freie Wege gekommen seid. Wie war das mit Behörden oder Gesetzen oder wie habt ihr das gemacht? Ja, interessant ist diese Reaktion, auf die wir immer wieder treffen, sei es Behörde, sei es Eltern, andere Menschen,
eine ganz tolle Idee. Wir wünschen euch viel Glück. Unglaublich. Ja. So von wegen, wir glauben nicht, dass es was wird, aber ihr werdet da auf die Mühlen stoßen, die jetzt nicht für euch arbeiten, so ungefähr. Und wir wünschen euch viel Glück, dass es funktioniert. Das ist immer wieder, was wir antreffen. Und jetzt in diesen 1,5 Jahren, wo die Schule funktioniert und wir ja die ersten Kinder sehen, wie die Entwicklung da ist. Also angefangen haben wir ja nur mit meinen Kindern und noch einem Mädchen. Und jetzt haben wir eine ganze Klasse, die ab September schon geht. Und wir haben in dieser Klasse 3 Kinder, die durch die Schule krank gemacht worden sind. Das kann man wirklich sagen. Bei einem Jungen haben wir einen Attest von einem Arzt, dass die Schule ihn krank gemacht hat. Mein Gott. Und wir hatten gerade das Interview mit den Eltern gemacht und der Junge hat in der Schule aufgehört zu sprechen. Der hat sich geweigert, mit irgendjemandem zu kommunizieren. Auch mit den Eltern. Der hat sich auch nicht getraut, irgendwo einfach ein Würstchen am Stand zu kaufen. Ein 11-jähriger Junge. Und nach einer Woche in unserer Schule hat dieser Mensch angefangen zu sprechen, dieser kleine Mensch. Seine Haut hat zugeheilt, die komplett offen war durch diesen psychischen Stress. Mittlerweile spricht er Englisch. Vor kleinen Gruppen. Der fliegt alleine zu unseren Residentials. Und das ab September. Also wir haben gar nicht so viel Zeit noch gehabt, mit dem zu arbeiten, aber einfach dieser Zugang, diese Methode, die wir da anwenden, dieses Anerkennen von diesen kleinen Menschen, großen Seelen, das öffnet die Kinder. Und jetzt können wir sagen, hey, das funktioniert. Ja, cool. Jetzt habt ihr Resultate, die auch, ich sag mal, wenn es bei deinen Kindern Resultate ist, sagen noch schnell die Leute, der Kritiker, ja, ne? Ist ja dein eigenes, das ist ja logisch. Aber wenn du auch andere Kinder hast, was so berührend ist auch, ist ein krasses Beispiel, was du gerade genannt hast. Aber du sagst auch jetzt, du hast kurz die Behörden erwähnt, war das jetzt einfach so easy möglich oder müsst ihr da irgendwas beweisen oder nachweisen oder muss ein Lehrplan da sein? Ich habe keine Ahnung. Was habt ihr jetzt da? Ja. Habt ihr was vereinbaren können? Ja, wir haben mit einigen Behörden gesprochen, sogar auf der europäischen Ebene, ob sie uns unterstützen können. Und das können sie nicht. Also es war ein lustiges Gespräch. Martina ist extra nach Brüssel gefahren. Die hatte einen Termin mit einer Abgeordneten, die für diese Sachen zuständig ist. Das Erste, was die Abgeordnete gesagt hat, wir haben kein Budget, wir können euch finanziell nicht unterstützen. Obwohl wir es gar nicht haben wollten. Das war das Erste, was sie gesagt hat. Nein, die finden das alle super toll, aber das ist alles sehr, sehr neu. Also wir sind komplett auf uns gestellt. Also uns unterstützt gar keiner. Und wir wollten von Anfang an keine Anerkennung haben, damit wir unsere freie Hand behalten können. Kriegt ihr auch? Also ihr habt nicht irgendwelche gesetzliche Einschränkungen? Nein. Also wir können uns komplett frei bewegen. Wir werden jetzt aber eine Anerkennung in Amerika bekommen. Also wir sind gerade im Prozess, dass wir als Schule anerkannt werden, weil das ja mehr Vertrauen schafft, wenn jemand noch eine Institution darüber schaut. Aber wir werden in Europa, wollen wir uns um keine Anerkennung bemühen, weil es halt eben dann, dass dieses freie System, wo wir sehen, was das also nicht für uns, für die Kinder, dass die so aufgehen, dass sie so aufploppen. Wollen wir keine Institution, die von irgendeinem System kommt und uns irgendwas vorschreiben will. Das finde ich klasse, ja. Und das finde ich jetzt aber schon mal eine gute Nachricht, dass ihr auch keine Steine in den Weg gelegt kriegt, weil das wäre jetzt nervig gewesen. Ist es denn von den Wohnorten der Kinder her vielleicht noch ein Thema, dass die irgendwelche Bedingungen stellen oder habt ihr damit gar nichts zu tun? Also wir haben gar keine Schwierigkeiten in den Ländern, wo keine Schulpflicht herrscht. Also es gibt ja Länder mit Unterrichtspflicht, wie zum Beispiel Österreich. Da muss man ja nur am Ende des Jahres eine Prüfung ablegen, worauf wir die Kinder super vorbereiten können, ohne Stress, ohne Druck. Wir haben Schwierigkeiten mit Deutschland.
weil da ja so ein strenges Schulpflichtsystem herrscht. Aber wir müssen bei jeder Familie schauen und im Gespräch gucken, was möglich ist, denn die Möglichkeiten gibt es. Ja, das gefällt mir jetzt. Man merkt auch zwischen, wenn man dir zuhört, ihr seid euch sehr nah. Also ihr kennt die Leute, man mag sich, man ist sich sympathisch und man stärkt sich gegenseitig den Rücken. Also ich merke, da ist noch viel mehr dahinter. Lass uns doch kurz ein bisschen die verschiedenen Perspektiven reingehen. Ja? Also fangen wir bei den Kindern an. Wie kann man sich das vorstellen als Kind, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, in deiner Schule zu sein? In unserer Schule mit Martina. Eurer Schule, ja. Ja, wie darf man sich das vorstellen? Das Kind loggt sich um 9 Uhr deutscher Zeit in den Zoom-Raum ein, in seine Klasse, wo auf das Kind andere 7 Kinder warten. Also wir haben eine Klasse 8 Kinder, super klein, super gemütlich und einen Mentor. Und als erstes meditieren sie alle zusammen. Das gehört dazu. Halt eben, dass sie sich auch alle verbinden, dass sie alle offen sind. Am Anfang, wenn die Kinder zu uns kommen, finden sie das ein bisschen befremdlich, aber nach 2, 3 Tagen sind sie drin und das gefällt denen ja auch. Ja, und wird in diesem Klassenverbund dann besprochen, was machen wir heute? Ja. Weil die Kinder dürfen vorgeben, was die machen. Die lernen untereinander. Es gibt vielleicht ein Thema, unser Sohn, der Malte, der hatte jetzt Interesse für Finanzen entwickelt und dann wollte er über Warren Buffett alles wissen. Dann durfte er alles recherchieren, was er so finden konnte und der Mentor hat ihn angeleitet, vielleicht auf Aspekte gezeigt, die er noch nicht bedacht hat, zu schauen. Alles nochmal auf wie sagt man dazu, auf Wahrheit überprüft, ob das auch so stimmt, die Berichte. Und dann hat er das anderen Kindern beigebracht, was er so alles recherchiert und erfahren hat. Und so entwickelt sich eine Eigendynamik aus den Interessen von den Kindern. Und die Aufgabe des Mentors ist, das so zu steuern, dass die am Ende alles Wissen haben, was die für die Abschlüsse brauchen. Ja. Also ein Mentor ist ein Lehrer, das ist eine Lehrperson. Wir wollen jetzt nicht von Lehrer sprechen, weil das bei uns findet kein klassischer Tafelunterricht statt, wo der Lehrer sein Wissen weitergibt. Ja. Unser Mentor geht davon aus, dass die Kinder schon alles wissen und das Wissen in sich haben. Man muss sie einfach nur aufmachen. Das gefällt mir. Und es ist tatsächlich so, dass wenn die Kinder von den Schulen zu uns kommen, die brauchen ein bisschen Zeit, bis unsere Mentoren das Schräubchen gefunden haben, wo denn das Kind aufgeht, wo das Kind auch sich vertraut und die Eltern dem Kind vertrauen, dass das Kind weiß. Und dann passiert Magisches. Und ja, und so gestaltet sich dieser Unterricht, der gar keiner ist, statt die Kinder, es gibt manche Kinder, die sich in Arbeitsgruppen zurückziehen, weil sie an einem Projekt arbeiten. Wir hatten 3 Kinder, die gesagt haben, wir wollen ein Tierheim aufbauen. Was braucht es alles dazu? Wie viel Geld brauchen? Was müssen wir tun, damit wir Gelder bekommen, damit wir die Tiere verpflegt bekommen? Was brauchen wir für einen Raum? Also sie haben ja wirklich recherchiert und Pläne geschrieben und gemacht und getan. Es gibt manche Kinder, die Einzelprojekte haben. Meine Tochter bereitet sich jetzt auf ihre Abschlüsse vor. Die geht um 9 Uhr rein in den Raum, meditiert zusammen, checkt sich ein, ich bin da und geht wieder raus und lernt für sich. Also das Ziel ist ja, das Kind dahin zu führen, dass das Kind eigenständig, eigenmotiviert lernt. Ja, das ist geil. Und ja, um 12 Uhr ist sozusagen schon Schluss. Aber ich sag dir, die Kinder machen weiter alleine. Ja. Also die sind so interessiert an ihren Projekten, weil das nicht vorgegebener Stoff ist, sondern das ist ein Thema, was ein Kind total interessiert. Und wir haben alle diese Lernfähigkeit in uns und auch diese Wissbegierde. Wir sind alle da, um zu wachsen. Das ist uns angeboren. Das ist so natürlich. Und dann machen sie halt weiter. Und einmal in der Woche gibt es auch 1:1 Session mit dem Mentor, damit sie schauen können, okay,
Was hast du für ein Ziel? Hast du dein voriges Ziel erreicht? Was brauchst du? Brauchst du meine Unterstützung? Brauchst du noch irgendwie Informationen, Materialien, Plattformen? Und so bewegen wir uns Richtung Abschlüsse irgendwann mal. Das gefällt mir, das wollte ich gerade fragen, mit Ziele erreichen, das bindet dir so ein. Und wenn ich das richtig verstehe, kriegt das Kind alles mit, dass es eigentlich auf Augenhöhe selbstverantwortlich den Bogen zum Ziel oder ich sag mal, das Alignment, die Verbindung machen kann und selber dahin kommen darf. Man traut es ihm zu, ja? Ja, also das ist halt eben, ich glaube, unsere größte Krankheit von den Menschen, die jetzt auf der Erde leben, ist, dass wir verlernt haben oder nie gelernt haben, Ziele zu setzen und Ziele zu erreichen. Ja. Und wirklich dafür zu gehen, dafür was zu tun. Und die Kinder auf unserer Schule lernen das von Anfang an. Und klar klappt es nicht immer. Klar gibt es auch innere Schweinehunde. Und die lernen aber, die zu erkennen, damit umzugehen, damit zu arbeiten. Also wir sagen ja auch, es gibt kein Failure, wie soll ich dazu sagen? Also kein Fehler machen, gibt es nicht. Du kannst nur lernen. Und wenn du zum Beispiel, okay, ich habe mir ein Ziel gesteckt, ich möchte zum Beispiel, ich weiß es nicht, über irgendwelche Biokulturen recherchieren oder Viren, was auch immer. Ja. Und ich habe es nicht gemacht, dann wird das Kind dafür nicht schlecht gemacht, sondern zusammen mit dem Mentor schaut man sich, okay, was ist da eigentlich passiert? Ja. Was kann ich daraus lernen? Ja. Damit mir das in Zukunft nicht passiert. Also das ist wie so Gleiten im Flow Ja. und trotzdem geführt durch einen Mentor, der wirklich im Wohle des Kindes handelt, 1:1. Ja. Und dann, dass das Kind wirklich irgendwann mal eigenverantwortlich, eigenständig, eigenmotiviert sein Ziel erreicht. Was mir jetzt auch sehr auffällt, anhand der Beispiele, die du nennst, es ist sehr praxisorientiert. Ja? Was ich schon allein an Business-Schulen völliger Habakuk finde, da lernt man Dinge, die braucht man nie, wenn man dann wirklich ein Business führt. Das, was wir unseren Kunden zeigen, das braucht man. Und, und das gefällt mir jetzt, was du gerade erklärt hast, weil sie selber recherchieren, real-life bezogen auch, kriegen die jetzt in ihrem Alter, man traut es ihnen zu und sie interessieren sich. Also sie sind soweit, sie sind reif genug, alles mit, was es wirklich lebens- und praxis-, alltagsorientiert braucht. Ja? Absolut. Ich kann dir noch ein Beispiel geben. Zum Beispiel meine Tochter hat eine Leidenschaft schon immer zu schreiben. Sie schreibt sehr gerne. Und in Deutschland auf der Schule in den letzten Jahren hatte sie sich so Stress gemacht, weil durch diese Anforderungen der Schule hatte sie keine Zeit mehr zum Schreiben gehabt. Das war ein Riesenthema. Ich möchte schreiben, ich habe eine Idee, ich bin im Flow, ich kann nicht, weil ich irgendwas für die Schulen machen muss. Ich muss lernen, wann welche Päpste wann regiert haben. Ja. Und jetzt auf der Schule kann sie schreiben. Sie hat ein Buch geschrieben letztes Jahr auf der Schule, während der Schule. Obwohl Schule, also Martina sagt ja, Schule ist überall. Schule ist auf dem Faschingsumzug, Schule ist im Urlaub, Schule ist in deinem ganz normalen Leben. Die ist nicht abgetrennt. Das ist jetzt nicht Gebäude, wo du Unterricht machst und irgendwas lernst. Und dann durfte sie das Buch gestalten. Also du durfte alles über die Gestaltung lernen. Sie durfte berechnen, was ein Buch sie kostet, was sie dafür für Preise verlangen darf, wie sie Marketing machen darf, ob sie an die Verlage geht, ob sie einen Druck on Demand macht. Also das war so ein Rundum-Umschlag. Das Kind hat gelernt, Mathe zu lieben, weil sie ihr Buch drucken lassen musste. Die kann jetzt alles berechnen und sie hat Mathe gehasst. Ja, so cool. Ja, das ist wirklich, wie du gesagt hast, real life, an den Fähigkeiten, an den Interessen der Kinder angelehnt. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir denen geben können. Ja, das berührt mich sehr, vor allem auch, wir wissen das schon, ganz feinfühlige Eltern spüren das seit einigen Jahrzehnten, dass es auch, sag mal, besondere Kinder gibt im Sinne von
Es ist nicht mehr wie früher, man kann nicht mehr alle einfach irgendwo reinzwerchen, ja, die lassen sich auch nicht mehr alles gefallen. Sie sind auch verblüffenderweise, also für uns zwar nicht mehr, aber vor 10, 15, 20 Jahren waren alle so verblüfft, die sind so jung, so gescheit, ja, oder wissen, was sie nicht wollen oder was sie wollen. Stattdessen, woher können sie das wissen und so. Und das berührt mich so, wenn du das erzählst, weil man holt sie auf Augenhöhe ab. Ja, da, wo sie gerade stehen und was du berichtet hast über, man kann keine Fehler machen, da entsteht, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist für unsere ganze Gesellschaft, sich so anzunehmen, wie man gerade ist oder worin man gerade steckt. Ja? Ja, absolut. Und es ist das Verständnis untereinander. Dieser kleine Junge, von dem ich erzählt habe, man hat dem Kind in der Schule das Gefühl gegeben, dass das Kind nicht normal ist. Mein Gott. Man hat versucht, das Kind in ein System zu pressen, das das Kind krank macht, und dann hat man das Kind als nicht normal betitelt. Wahnsinn. Mhm. Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Und der hat gesagt, er ist so glücklich auf der School Beyond Limitation, er fühlt sich normal. Wow. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sein Gesicht vor mir nach dem ersten Residential sehe, wie er gestrahlt hat, dass man sich mit dem als mit einem normalen Kind unterhält. Krass. Ja. Ja. Großartig. Also da entsteht so Großes. Ich glaube, wir müssen dann in 5 und in 10 Jahren nochmals sprechen. Lass uns, bevor wir die Perspektive wechseln, noch kurz auf ein Thema eingehen, was wir Menschen ja sehr gerne machen, leider, nämlich das Vergleichen. Wie geht ihr damit um bei den Kindern? Na, ich merke, es sind verschiedene Alter jetzt da. Und wahrscheinlich schaut man als Kind noch gerne mal, wie macht es der andere, wo steht der andere, wie alt bin ich, wie alt ist er, wie macht ihr das? Also erstens haben wir Vergleichsthema Nummer 1 abgeschafft, und das sind Noten. Geil, ja. Bei uns auf der Schule wird es nie Noten geben, weil du kannst eine Fähigkeit nicht in ein Zahlensystem pressen. Und wer sind schon Lehrer, die entscheiden können, ob es richtig oder falsch ist? Ja. Und das wollen wir uns überhaupt nicht anmaßen. Erstens. Zweitens kommen die Kinder nicht ins Vergleichen. Ja. Schon mal nicht da drauf. Und ansonsten, wenn sie sich im Alter vergleichen, kann ich dir auch noch ein Beispiel geben. Meine Tochter, die Große, die will jetzt, aus welchen Gründen auch immer, sie will nach Oxford. Sie will einfach lernen, ja, und das soll sie auch machen. Und die hat dann recherchiert für sich und möchte gerne im Sommer so einen Oxford-Kurs für Jugendliche besuchen. Die bieten das an, total super mit allem drum und dran. Und das hat sie in der Schule kommuniziert. Und was machen dann die Kleinen? Die recherchieren auch. Wettbewerb. Und jetzt sagt meine Zweite, ich will auch nach Oxford. Ich habe für mich schon einen Kurs entdeckt. Ich will programmieren lernen. Mega. Wow. Und so entsteht eine Dynamik, wo das eine Kind mit seinen Ideen, mit seinen Zielen die anderen ansteckt und mitzieht. Und das nutzen wir natürlich. So inspirieren. Ne? Inspirieren, voneinander lernen. Wie gesagt, Warren Buffett war auf dem Tisch in der Schule, ja, weil der eine so inspiriert war, hat inspiriert den anderen weitergegeben. Er hat sogar weitergegeben, worauf man zu achten hat, wenn man über solche Leute über Internet recherchiert, dass da überall, also nicht überall auch die Wahrheit steckt. Wow. Mega. Ja. Wow, das sind ja, ich sag mal, unter uns sind Basics, aber wir gerade die Erwachsenenbildung anbieten, wissen, das ist bei den meisten Menschen leider noch nicht basic. Ja, also viele erwachsene Menschen müssen diese Dinge noch lernen. Und die Kinder in eurer Schule kriegen das jetzt, wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer für sie, ja, das zu lernen, weil es in einer natürlichen Begebenheit auch entspricht, stimmt's? Absolut. Und man sagt also, das ist die Frage, die wir immer wieder hören, haben sie denn die Kinder online wirklich Verbindung? Haben sie denn wirklich Kontakt zueinander oder vereinsamen sie? Ja. Und früher hat man auch gesagt,
wie kann man online coachen? Das geht ja gar nicht. Ja, genau. Wir haben gezeigt, dass es geht, oder Chantal? Ja, genau. Das geht mega. Ja. Gibt's Viel nicht besser manchmal. Gibt's nicht Besseres. So haben die Kinder auch ganz anders Kontakt zueinander. Die haben ein ganz anderes Verständnis füreinander. Wenn ein Kind sagt, ich habe heute keinen Bock, ich mache die Kamera aus, passiert auch, dann haben alle Verständnis dafür, weil der Mentor halt eben wirklich super individuell eingreifen kann, erklären kann, was da stattfindet. Es findet ständig ein Gespräch statt, was da gerade passiert, dass die auch bewusst werden, was sind da gerade für Gefühle bei mir? Was triggert bei mir der andere? Also wir arbeiten auf so vielen Mikroebenen, dass wir bewusste Weltbürger herangezogen bekommen. Die sind ja schon, man muss sie einfach nur lassen. Und wir haben ja gesagt, ich stand ja vor demselben Thema. Ich habe gedacht, okay, die Kinder lernen online, das ist super, prima. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich kann heute sagen, hey Kiddies, habt ihr Lust, ich weiß es nicht, nach Jerusalem zu fahren, weil es so nah jetzt an Zypern ist, wir lieben diese Stadt. Und ich kann sie mitnehmen, in den Flieger setzen, die haben Schule vormittags, im Hotel nachmittags sind wir frei und können Jerusalem unsicher machen. Ja? Das ist mega Freiheit, die uns die Schule bringt. Aber da habe ich mir auch die Frage gestellt, aber ich möchte schon, dass sie Kontakt haben. Und dann kamen wir mit der Martina auf diese Idee der Residentials. Zu sagen, okay, lass uns doch die Kinder in bestimmten zeitlichen Abständen zusammenkommen. Die Welt ist so klein geworden, wir sind so super connected, die können doch eine Woche in Wien verbringen, dann eine Woche in Zürich verbringen. In einer Woche fliegen sie alle nach Finnland und die sind dann super intensiv eine Woche zusammen. Also wir machen diese Residentials einmal in 2 Monaten, also alle 2 Monate fliegt die ganze Schule wohin. Wie aufregend, ja? Total aufregend, total was Neues. Und sie lernen da eine Woche zusammen themenbezogen. Ja. Und das ist, also das haben auch die Eltern von diesem Jungen gesagt, der hat nie so viel Kontakt zu seinen Mitschülern in der normalen Schule gehabt, wie jetzt ein Kontakt entstanden ist durch diese Online-Schule, durch die Residentials, durch diese Gemeinschaft, die zusammen inspirierend vorankommt. Finde ich großartig, bevor wir gerade weiter diskutieren. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, also wir haben einiges am Publikum. Ganz herzlich willkommen, die ich noch nicht begrüßt habe. Zögert nicht, eure Fragen zu stellen. Ja? Nutzt die Gelegenheit jetzt, postet eure Fragen ungeschönt hier unter das Video und wir werden das noch abholen können. Also was du jetzt gerade gesagt hast mit Beziehungen, das ist ja ein großes Tabuthema, auch bei uns Erwachsenen. Also wenn ich rausschaue bei uns jetzt, allein hier in der Region im Gewerbe, dass man online Kunden gewinnen kann, online Geschäft betreiben kann, das ist ja alles noch für viele jenseits von Gut und Böse quasi. Ja? Und meistens auch irgendwie verrucht oder was auch immer mit welchen Glaubenssätzen behaftet. Und da die Vorstellung also nochmal gebärden zu lassen, dass da Beziehungen entstehen können oder sogar gute oder noch bessere Beziehungen, ist, glaube ich, für viele ganz schwierig zu verstehen. Also ganz herzlichen Dank jetzt auch für diese Beispiele. Wie ist es denn bezüglich Beziehungen für die Eltern? Also wir haben vorher kurz darüber gesprochen, dass es jetzt auch bei euch für Ex-Partner viel, viel leichter wird. Kannst du da ein bisschen das Thema beleuchten? Ne? Also für mich ist es ja alles ein rundum Heilungsthema, was da abgeht. Absolut. Absolut. Also ich bin von meinem Mann getrennt seit 7 Jahren. Und dieser Konzept, ich weiß gar nicht, wer an so ein Konzept überhaupt gekommen ist, dass die Kinder alle 2 Wochen am Wochenende bei Papa sind und ansonsten bei Mama. Das hat für uns nie funktioniert, weil wir so verschiedene Energien haben und die Kinder brauchen 1, 2 Tage, bis sie von mir sich abkoppeln können und bei Papa ankommen und umgekehrt auch. Und es bringt so viel Stress. Und dann habe ich gesagt, ich will so ein Konzept nicht haben. Die müssen länger bei dir sein, wenn sie schon dahin fahren oder wie auch immer. Und
manchmal hat es auch nicht gepasst, weil der Papa nicht da Urlaub bekommt, wann die Kinder da sind, wann sie Ferien haben. Das war Stress pur. Und mittlerweile ist es so, dass die Kinder selbst entscheiden können, wann sie bei Papa sind. Also meine oder von meinem Partner, von Chris. Da eine Junge lebt sogar bei uns, weil das so möglich ist. Das ist ein ganz neuer oder ganz neues Konzept, wie eine Patchwork-Familie auch funktionieren kann oder wie die getrennten Familien mit dieser Situation Kinder umgehen können, wo die Kinder leben, bei welchem Partner sie leben. Und die Kinder können sagen, wir wollen jetzt zu Papa für 2 Wochen. Jederzeit, wenn es für ihn passt. Ja. Und dann gehen sie dahin, sie nehmen ihre Schule mit in ihrem iPad und sie lernen dort bei Papa, bei ihren alten Freunden meinetwegen. Ja, die treffen sich da auch immer noch mit anderen Kindern. Wow. Oder jetzt unser Sohn, der gesagt hat, in diesem Sommer gesagt hat, ich möchte auch bei euch leben. Und wir kennen das ja, wie das für Mamas ist. Auf einmal geht mein Kind. Aber wir haben hier die Möglichkeit, dass der Sohn oft bei Mama ist und oft bei uns ist. Das wird geteilt und durch die Schule ist es möglich. Weißt du, was ich jetzt gerade auch feststelle? Es wundert mich nicht so, wie ich dich kenne. Bei jemandem wie dir, und ich wäre wahrscheinlich auch so, ist das keine große Komfortzonensache, das Kind so in die Selbstbefähigung einzuladen und zu sagen, du darfst wählen. Wir haben jetzt keinen blöden Grund mehr, die Schule. Aber ich denke mal, dass bei einigen Elternteilen da doch noch eine Einladung kommt, die Ego-Themen anzuschauen, weil es keinen Grund mehr gibt, ja, außer sich selber zu sagen, hey, ich gönne es meinem Kind, es kann wirklich selber entscheiden. Ich gönne es auch meinem Ex-Partner und ich vertraue ihm, dass er damit umgehen kann. Was hast du da für Erfahrungen? Du, ich kann jetzt nur von unserer Patchwork-Familie sprechen, weil wir noch nicht so viele Patchwork-Familien auf unserer Schule haben. Aber für uns natürlich, nee. Bei uns kamen diese Themen überhaupt nicht auf den Tisch. Wir waren so gottfroh, dass wir uns das so organisieren konnten, auch für unsere Partner. Ja. Dass kein Gezerre mehr da ist, wo das Kind denn ist, ob Weihnachten oder Ostern oder wer Urlaub. Das war ja Stress und keiner braucht sich diesem Stress auszusetzen, sondern zu sagen, lass uns doch unseren Kindern vertrauen. Lass uns doch denen vertrauen, so wie es für die passt. Und manchmal ist es natürlich so, dass wir sagen, wir sind sehr viel unterwegs. Ja, wir sind sehr viel in Amerika unterwegs. Manchmal nehmen wir die Kinder mit, weil die können auch Urlaub machen, wann die wollen. Wir wollen den Kindern nicht vorschreiben, okay, wir haben jetzt 8 Wochen Schule und dann hast du eine Woche Ferien. Cool. Die Kinder können sagen, wir waren Anfang des Jahres in New York. Das war ein Geschenk, Geburtstagsgeschenk für unsere 2 größeren Kinder. Dann hat Faye gesagt, Mama, aber wenn ich in New York bin, dann möchte ich nicht in die Schule gehen. Ich möchte die Stadt kennenlernen. Und dann ist es einfach möglich, für sie Urlaub zu nehmen. Großartig. Zu sagen, ich bin jetzt in der Stadt, gib mir vielleicht, also wollen wir mein Ziel festlegen, was ich nebenbei tun kann, aber ich tue nicht bei dem Unterricht mitmachen. Das ist möglich. Und das ist halt, ja, das ist Freiheit pur für mich und auch für meinen Ex-Mann und für die Ex-Frau von Christian. Und diese Freiheit bringt so viel Heilung für diese Beziehungen, die ja da sind durch die Kinder. Wow. Ich glaube, es braucht mindestens einen Teil, der bereit ist, in dieses Vertrauen hineinzugehen, in die Erkenntnis über die Freiheit, die es für alle Beteiligten schafft. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch bei verhärteteren Elternteilen, wo vielleicht noch einiges auch an Verletzung da wären, also sein könnte, dass das dann heilen darf. Ja. Das darf auf jeden Fall heilen. Und ich glaube, dieser Stress, der da entsteht, durch diese Organisation, wo dürfen die Kinder sein, wo wollen sie nicht, entsteht auch noch viel, viel mehr Schmerz. Allein der Stress verursacht ja schon so viel. Allerdings muss ich sagen, wenn ein Kind zu uns kommt aus getrennten Verhältnissen, sage ich jetzt mal, wo Papa und Mama nicht mehr zusammen sind, müssen beide Elternteile einverstanden sein. Weil
die Schule ist so anders, Ja. wie wir die Kinder hier reinführen, wie wir den Kindern Raum lassen, das darf man aushalten, gerade die ersten Monate. Das darf man als Elternteil aushalten und sagen, ich mache meine Controletti aus. Wow. Ich vertraue einfach dem Kind und den Menschen, die mit dem Kind arbeiten. Und da müssen die beiden mitziehen. Ja. Das ist eine absolute Voraussetzung für uns. Wie ist es denn bei Eltern, die zusammen sind und kein Online-Business haben? Ist das für die, es gibt ja so viele Kinder, also ich höre immer mehr davon, die nach Hause kommen. Du hast ein Beispiel gesagt vorhin von diesem Jungen, die traurig sind oder sich abkapseln, warum auch immer. Und die Eltern haben in dem Sinne ein normales Leben, das wäre auch perfekt für so jemanden. Bei uns ist jede Familie willkommen, ob Online-Business oder nicht Online-Business. Wichtig ist für uns wirklich dieser Wille, für die Kinder so viel oder für die Kinder ein Umfeld zu schaffen, dass das Kind zu einem eigenständigen, eigenverantwortlichen, im Wohle des ganzen handelnden Menschen, Erwachsenen heranwächst. Ja. Ja. Wow. Perspektive, Eltern. Was habt ihr, ja, das Umfeld der Familie? Ich glaube, das ist auch ein Thema, was nicht zu unterschätzen ist, gerade wenn so etwas Innovatives, Neues und dann noch online und so. Was habt ihr da für Erfahrungen? Wir merken es immer wieder, wahrscheinlich du auch bei deinen Kunden. Das Umfeld kann der größte Killer sein für die eigenen Visionen. Ja. Wie macht ihr das? Du darfst dich abgrenzen und du darfst lernen, dir selbst zu vertrauen. Und es sind viele Stimmen, die sagen werden, meine Mutter zum Beispiel. Meine Mutter hat schon gelernt, irgendwie mir zu vertrauen. Bei der Schule fällt es ihr nach wie vor schwer. Die Frage, meinst du, die Kinder lernen wirklich was in 3 Stunden? Weißt du, sind auch diese Glaubenssätze, die wir alle aufbrechen dürfen. Warum nicht? Wer hat gesagt, dass ein Kind, ich weiß jetzt nicht, 6, 8, 10 Stunden mit der Schule verbringen muss? Wer hat das gesagt? Also was wir jetzt an unseren Kindern sehen, die in der Schule sind, dass die in 3 Stunden viel, viel mehr lernen als in 2 Jahren in der Schule. Wow. Weil sie so motiviert sind und weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Wissen in den Kindern schon angelegt ist. Die müssen eigentlich gar nichts lernen. Ja. Und da das in unserer Gesellschaft noch so schwer verankert ist, diese Glaubenssätze, wie eine Bildung, wie eine Schule zu funktionieren hat, wird man natürlich vom Umfeld davon abgehalten. Und da darf man wirklich sich selber vertrauen, der inneren Stimme folgen und sagen, ich weiß, dass das richtig für mein Kind ist. Und wenn du auf der Schule bist und wir mit deinem Kind gearbeitet haben, weißt du das sehr schnell. Ja. Und dann zu sagen, hey, ich höre einfach nicht hin. Ja. Entschuldigung. Man macht nichts, durchziehen, ja. Vielen Dank, das ist großartig, dieser Appell. Wir haben einige Stimmen hier schon. Die Muriel, meine Schwester, darf ich kurz sagen, bin ich sehr, sehr stolz auf sie. Sie und ihr Mann sind mit den 2 kleinen Kindern auf Europatour mit einem Wohndingsbums, so einem Van. Und haben auch lauter Konventionen gebrochen, ja, lauter, was sagen die anderen, und die haben sich auch vieles erlaubt, das Umfeld. Und sie fragt, ab welchem Alter können denn die Kinder bei euch starten? Ja, also momentan sagen wir plus minus 10 bis 11 Jahre. Warum plus minus? Weil die Kinder unterschiedlich sind. Die Kinder entwickeln sich unterschiedlich und wir müssen wirklich, wir schauen uns jede Familie einzeln an. Martina führt Gespräche mit der Familie und mit dem Kind einzeln an, damit wir abschätzen können, ob das Kind so weit ist, auf eine Online-Schule zu gehen, weil das darf auch jede Familie bewusst sein, wenn das Kind auf eine Online-Schule geht, ist das Kind zu Hause den ganzen Tag. Das heißt,
du darfst dafür sorgen, dass dein Kind in Sicherheit ist. Ja. Und dass das Kind zum Essen bekommt und zum Trinken bekommt. Ja. Und wir lernen das natürlich unseren Kindern, den Umgang mit dem Internet, mit den ganzen Geräten, aber dass sie nicht in Panik, also ich rede jetzt aus Erfahrung, dass sie nicht in Panik verfallen, wenn mal kein Internet da ist, passiert. Ja, aber dass sie bei sich bleiben und eine Nachricht schreiben an den Mentor, hey, ich habe kein Internet, ich kann mich heute nicht einloggen. Großartig. Und da muss man schauen, wie weit das Kind schon ist. Wirklich auch, dass du als Mama sagen kannst, obwohl das Kind lernt und bei mir zu Hause ist, kann ich trotzdem meiner Beschäftigung nachgehen. Ja, das ist ein großes Thema, weil wir möchten dich auch nicht als Mama neben dem Kind sitzen haben. Das würde, glaube ich, mehr stören als Wert stiften. Und die Residentials. Also beim Residential darf das Kind alleine dort sein, also in der Gruppe, in der Schule allein dort sein, aber ohne Mama. Ja. Mama darf das Kind bis dahin bringen. Viele fliegen ja schon alleine mit Stewardessenbegleitung oder es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile. Aber dort die Woche ist das Kind mit seinen Klassenkameraden und mit Mentoren zusammen, ohne Eltern. Ja. Und dafür muss das Kind bereit sein. Es bringt nichts, wenn es noch so schwer ist. Ja, macht Sinn, ja. Großartig. Wir haben hier auch von Nathalie Lenz, ich glaube, sie ist auch bei euch. Ja, das Kind kommt bald. Groß, also es kommt, ja. Sie sagt, gemeinsam stark ist das Beste, was ein Kind erleben darf, wenn wir als Erwachsene und Eltern es schaffen, die Jungen zu fördern und den Raum für Innovation zu bilden, haben wir alle was davon. Unsere Kids werden die Welt und Wirtschaft künftig bewegen. Wo sie hat zu Recht. So genial, was ihr da Großartiges erschaffen habt. Freiheit kann so einfach sein. Ach. Und ich möchte noch dazu sagen, also wir arbeiten super eng mit der ganzen Familie zusammen. Ja. Gerade dieser Prozess der Umstellung von, ich muss was lernen, ich muss in die Schule, zu, wenn ich keinen Bock habe, muss ich gar nichts. Ich darf, weißt du, Kamera ausschalten und schlafen gehen. Und gerade in diesem Prozess gibt es so viele, wenn es gebraucht wird, 1:1 Gespräche mit den Eltern, so dass man wirklich zusammen als eine Einheit durchgeht. Ja. Dass die Eltern verstehen, was in der Schule passiert. Weil wir wollen ja alle, wir wollen nur das Beste für unsere Kinder, oder? Ja. Ja. Und deswegen ist es für viele, haben so viele Angst zu sagen, was ist, wenn das Kind nichts lernt? Was ist, wenn das Kind die Abschlüsse nicht schafft? Was ist? Und deswegen haben wir gesagt, wir investieren da viel Zeit, um mit den Eltern zusammen durch den Prozess durchzugehen. Und wo dann die Eltern sehen, okay, ich sehe, das funktioniert, das Kind lernt, das Kind freut sich jeden Tag auf die Schule, dann wird es viel entspannter. Glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich kannst du da schon was sagen dazu, dass auch die Eltern untereinander eine Community schaffen, des Gemeinsamen, ja? Es ist mega schön, weil ja, es entsteht ein Weltanschauungssystem und das ist so frei, das ist so beyond limitations. Also wir lassen uns von keinem System, von keinem Zustand, von keiner Vorannahme limitieren. Wir fragen uns immer, wenn es nur eine Lösung gibt, dann ist es keine Lösung, das ist ein Muss. Wenn es 2 Lösungen gibt, dann ist es ein Dilemma. Dann weißt du nicht, was du wählen sollst. Erst wenn 3 Lösungen da gibt, dann darfst du wählen, dann bist du frei. Und genauso gehen wir mit den Kindern um. Es geht nicht. Ja, geil. Wir dürfen nur kreativ werden und nach Lösungen suchen. Ah, so schön. Und Sie lernen das auch gerade. Ja, Sie wachsen ganz entspannt damit auf. Ja. Ja. Dann haben wir die Cornelia. Sie sagt, können Kinder aus Deutschland auch an dieser Schule teilnehmen? Ab welcher Klasse nehmt ihr sie auf? Das haben wir geklärt. Wie lange dauert die Schulzeit? Bietet ihr Schulabschlüsse an? Und wird die Schule wie an der Waldorfschule durch einen monatlichen Schulbeitrag finanziert? Ja, viele Fragen. Also können die Kinder aus Deutschland auch teilnehmen? Ja, schon.
Also, wir sorgen gerade für Möglichkeiten. Wir müssen mit jeder Familie einzeln sprechen, um zu schauen, was möglich ist, weil in Deutschland ein sehr, sehr strenges Schulpflichtsystem da ist, aber es ist möglich. Ja. Und dann die Frage, wie lange dauert die Schulzeit und bietet ihr Schulabschlüsse an? Genau, das ist super interessant. Also, wir bieten 2 Schulabschlüsse an, und zwar nach einem internationalen System. Das englische System, die Schule ist international, der Unterricht findet auf Englisch statt. Die Kinder, die noch nicht Englisch sprechen oder schlecht Englisch sprechen, die kriegen extra Nachhilfe und die fangen aber sehr, sehr schnell an, Englisch zu sprechen. Das ist auch ein anderer Vorteil. Und wir schauen immer mit dem Kind, wo soll es denn die Reise hingehen? Vielleicht, so wie bei meiner Faye, sie macht jetzt, ich weiß, also wir haben 2 mögliche Abschlüsse. Das ist vergleichbar mit einem deutschen Abitur und mit deutschem Fachabitur, glaube ich. Und jetzt hat sich herausgefunden, ihr Ziel ist ganz klar, sie will nach Oxford, weil sie eine Autorin werden will. Ist ja klar, sie schreibt gerne. Ja? Und jetzt war sie in Oxford mit Martina zusammen, also mit ihrer Mentorin, die sind extra nach Oxford geflogen, also so individuell sind wir. Wir gehen so auf jedes Kind ein und haben herausgefunden, die braucht eigentlich kein Abitur, um das Ziel zu erreichen, die braucht nur Fachabitur. Wow. Und da das mit der Faye komplett in Einklang ging, sie hat gesagt, wozu brauche ich? Ich kann es ja nachholen, wenn ich es brauche. Dann macht sie halt nur diesen Fachabitur dieses Jahr. Also das ist auch genauso individuell. Was ist das Ziel deines Kindes? Wenn das Kind sagt, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, ich habe schon eine Idee, ich habe vielleicht schon im Schulkonzept ein Proof of Concept geschaffen. Wozu brauche ich überhaupt einen Abschluss? Wow. Mal ganz ehrlich. Sind auch so Sicherheiten, wo man sich festhalten will, gerade auch als Eltern. Man will ja das Beste, man will, wenn es irgendwie geht, kontrollieren können, 10 Jahre vorab, ob es funktioniert. Ja, aber du darfst dir auch da die Frage stellen, was will mein Kind eigentlich? Was ist das Ziel? Und wir gehen da wirklich in den Mentorings, das ist ja einmal in der Woche ein Mentoring, mit dem Kind 1:1 wirklich auch auf die Berufung zu schauen. Ja. Mit spirituell. Mit welcher Aufgabe ist dieses Kind auf die Welt gekommen? Weiß es schon, hat das Gefühl dafür. Was braucht es, dass es jetzt schon leben kann? Wie viele Erwachsene leben ein Leben, arbeiten, also verbringen so viel Zeit mit ihrer Arbeit, mit ihrem Business. Neben der Spur. Neben der Spur, neben ihrem Leben. Und das wollen wir für unsere Kinder vermeiden. Wir wollen, dass sie so schnell es geht, wirklich auch in dieses erfüllte Leben reinkommen und nicht einfach irgendwas machen, weil es man muss, weil das System so vorgibt. Warum? Ja, großartig. Ich denke, dann erübrigt sich auch die Frage, wird die Schule wie an der Waldorfschule durch einen monatlichen Schulbeitrag finanziert? Das müsste man dann abklären. Ja. Die wird durch monatliche Beiträge finanziert, weil, wie gesagt, wir sind komplett unabhängige Schule, wir kriegen keine Zuschüsse. Das heißt, wir haben Gebühren wie auf einer internationalen Privatschule. Ja, das ist ein guter Ausdruck. Ich glaube, das versteht jeder. Eine Privatschule. International ist auch nicht schlecht. Hier kommt noch ein schönes Statement von der Astrid. Die Kinder lernen so schneller und besser und mit viel mehr Freude. Hätte ich Kinder, wäre nur das die schulische Lösung. Ja, das muss ich sagen. Ich habe auch keine Kinder, aber das wäre mir ein großer Gräuel. Und ich muss ehrlich sagen, was für mich nebst der Tatsache, dass mein Kind wo ist, wo ich es nicht also in der Entfaltung beobachten kann, ist für mich ein Riesengräuel alles, was es für die Eltern inzwischen bedeutet, an staatliche Schulen zu gehen. Alle diese Einschränkungen, du musst dann und dann dort sein, du musst die Kinder bringen oder was sie untereinander sich implizieren, ja, so Desperate Housewife-mäßig, wer hat den besten, schönsten Kuchen und wer macht am häufigsten XYZ, das wäre für mich schon. Das ist ein Gräuel, ist das. Ich bin so froh, dass wir das nicht machen müssen. Ja. Also es ist schon sehr enge Mitarbeit da mit der Schule. Also, dass man mit den Lehrern spricht und so weiter.
Aber wir treffen uns natürlich auch einmal im Jahr bei dem ersten Residential, ist der erste Tag oder der erste halbe Tag mit allen Eltern zusammen. Aber wir müssen keine Kuchen backen. Und wenn, dann darf man, nehme ich mal an. Wenn, dann darf man, aber dadurch, dass es irgendwo im Ausland ist, besorgen wir Kuchen und wir haben es gemütlich und wir starten so immer so zusammen in das Schuljahr. Das ist auch mega, mal alle zusammenzusitzen. Das war so berührend dieses Jahr. In Spanien waren wir in Murcia, mal einfach die Kindergesichter zu strahlen und strahlen zu sehen. Und wir haben uns alle auf dieses Jahr eingestimmt. Die Kinder, jeder durfte auch seinem Kind sagen, was man an dem Kind schätzt. Also wir haben wirklich Briefe an die Kinder geschrieben, während die Kinder an ihren Vereinbarungen gearbeitet haben, wie sie es haben wollen in der Schule. Wozu sie sich selbst verpflichten. Jetzt zum Beispiel pünktlich online reinkommen. Was auch immer die da, ich weiß jetzt gar nicht mehr im Detail, was sie da ausgearbeitet haben. Und wir Eltern haben halt eben daran gearbeitet, unseren Kindern zu zeigen, wie wir sie schätzen. Und es sind so viele Tränen geflossen, also Freudetränen, einfach Dankbarkeitstränen. Das ist einfach, ja, mega. Sehr, sehr. Also ich merke, es fällt uns gerade ganz schwer, das alles in Worte zu fassen, aber ich hoffe, das kommt unseren Zuseherinnen und Zusehern. Öffnet eure Herzen und lasst das, was wir hier zwischen den Zähnen versuchen zu vermitteln, einfach mal wirken, weil das ist gigantisch und das Ausmaß kaum beschreibbar. Lasst uns ein bisschen zum Schluss kommen. Was ist denn eure Vision, ja, die von dir und von Martina für die Schule? Ja, ich bin immer ein Mensch mit sehr großen Visionen. Und so ist auch diese Vision von uns ganz groß. Wir wollen tatsächlich das komplette Bildungssystem auf der ganzen Welt verändern, weil es so marode ist, weil es unsere Kinder, die so gesund auf die Welt kommen, die so neugierig der Welt gegenüber sind, die so lernbegierig sind, die wollen sich entwickeln, die wollen wachsen, die wollen lernen. Und die Schule macht sie kaputt. Durch Bewertungen, durch Limitierungen, durch Mobbing untereinander. Was lernen da die Kinder? Für ihr ganzes Leben. Durch Fehler machen ist schlecht. Und das gehört für mich komplett abgeschafft. Und halt eben auch diese Freiheit, den Familien die Freiheit zurückzugeben, selbst zu entscheiden, wo wir Familie sein wollen, wie wir Familien sein wollen, wie wir unsere Freizeit mit den Kindern einteilen, wie wir sie zu Hause behalten, wenn sie krank sind. Ja. All das den Familien zurückzubringen. Ich glaube, da haben wir zusammen mit Martina einiges verstellt und geschafft. Ja, großartig. Und dafür, das ist auch mein Aufruf an der Stelle, dafür brauchen wir Pioniereltern, die sagen, ich höre auf meine Stimme. Ja. Ich höre auf mein Gefühl. Ich schalte ab, was vielleicht meine Mama sagt oder mein Umfeld sagt. Für die ist total verrückt. Das ist mir total bewusst, total verrückt und total neu ist. Ja. Wie Nathalie zum Beispiel, die sagt, ich spüre, dass genau das Richtige ist für mein Kind. Ich gehe mit der Schule. Ich wachse mit, ich entwickle das mit. Das brauchen wir. Das wäre jetzt meine zweitletzte Frage gewesen. Was braucht ihr? Also hier den Appell an euch, alle Zuseherinnen und Zuseher, auch wenn ihr jetzt nicht live dabei seid, wenn ihr es später seht oder egal wo ihr es seht, teilt diesen Artikel und jeden anderen, den ihr über die School Beyond Limitations seht. Ja, selbst wenn ihr keine Kinder habt, ich habe auch keine Kinder, aber spürt halt die Echtheit darin, lasst das zu und gebt das weiter. Ja. Helft, die Grenzen zu sprengen, die Grenzen auch der Gesellschaft zu sprengen und auch in diesem, ja, die Nathalie hat es gut gesagt, die Kinder sind unsere Zukunft, ja, auch wenn es nicht unsere eigenen Kinder sind, sie sind unsere Zukunft und es geht um eine erstrebenswerte Zukunft für mehr Möglichkeiten für alle Beteiligten und ich glaube, das Allerheiligste, was du gerade vorhin ein bisschen angesprochen hast, ist diese Quality Time mit das Kind mit sich, aber auch mit der Family. Und zwar unlimitiert.
Ja. Ja, und ich möchte noch mal ganz kurz, wenn ich darf, Ja. noch mal ganz kurz einen Gedanken teilen, weil es kam die Frage nach den Kosten. Mhm. Und vielleicht sollten wir auch alle jetzt werde ich polarisieren, Ja, bitte. Ja. diesen Gedanken aufgeben, dass irgendein System, irgendein Land für dein Kind was zahlt. Mhm. Vielleicht sollten wir in diese Eigenverantwortung reingehen und sagen, allein ich bestimme, auf welche Schule mein Kind kommt, Mhm. welche Ausbildung mein Kind bekommt und dass ich dafür gerade stehe. Ja. Und was wir vor kurzem erst beschlossen haben, es ist uns total bewusst, dass wir in einem privilegierten Land leben, dass wir privilegiert sind, die Möglichkeiten haben, so ein Umfeld für unsere Kinder zu schaffen, so eine Schule auch anzubieten, auch für meine eigenen Kinder. Ich bin so gottfroh und so dankbar, dass wir diese Schule haben, dass meine Kinder da lernen können. Und wir haben uns trotzdem entschieden, noch mehr mit dieser Schule zu tun. Und wir werden pro Klasse, werden wir ein Dorf in Afrika unterstützen. Wir arbeiten mit der Unstoppable Foundation zusammen, dass wir sagen, pro Klasse spenden wir ein Dorf, Wow. wo da eine Schule gebaut wird, dass wir dann noch mehr Gutes tun können und sozusagen unsere Reichweite ausbreiten auf die Länder, die nicht so privilegiert sind. Das heißt, wenn du jetzt das Video teilst an die Eltern, an die Familien, die vielleicht ja nach was anderem, nach einer Alternative suchen, die in diese Freiheit gehen wollen. Wenn du selbst Kinder hast und sagst, hey, ist das, glaube ich, was für unsere Kinder, dann tust du mit deinen Gebühren, die du für die Schule, für das Kind zahlst, natürlich auch dann für die Kinder, die nicht so privilegiert sind, die nichts haben und mit nichts leben, auch was Gutes. Und ich werde alle Beiträge verdoppeln. Wow, großartig. Applaus für dich. Das wäre ja auch nicht nötig, sag mal, das musst du nicht, ja. Und es ist ein Riesengeschenk. Und ich denke, was das Allerwichtigste ist, was du vorher erwähnt hast am Anfang, das ist ja ein bisschen ein ähnliches Gedankenmuster, wie wenn wir beginnen, die Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen. Ja? Was ist, wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass nicht immer alles von der Kasse bezahlt werden muss oder dass ich einfach selbstverantwortlich sage, ja, fühlt sich gut an diese Therapie oder dieses Immunsystem stärken oder was auch immer, ich gehe dafür, no matter ob ich es bezahlt kriege oder nicht. Und das ist doch mit unseren Kindern genauso im Sinne von, es ist ein Invest in all das, was wir gerade besprochen haben, aber faktisch ist es ein Invest in die Zukunft, für das Kind, aber auch für die Gesellschaft. Ja. Und jetzt hören wir sogar auch noch für andere Kulturen, also gigantisch, Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie ihr das wuppt finanziell, aber ich weiß, ihr könnt es, weil ihr wisst, wie das funktioniert mit dem Geld. Ähm, ich habe noch eine andere zweitletzte Frage. Sucht ihr auch Lehrer und Mentoren? Ne? Ihr gedenkt ja zu wachsen. Ja, gerne bewerben. Also Martina ist der federführend. Ich möchte dir jetzt nicht irgendwas Falsches erzählen. Du kannst dich gerne bei uns bewerben. Martina wird auf jeden Fall ein Gespräch mit dir führen. Und es ist halt so, dass wir unsere Mentoren, natürlich kommen sie mit einem Background, meistens aus internationalen Schulen, dass sie schon Erfahrung haben mit ein bisschen freierem Lernen, nicht von Systemen. Ja, sehr beeinflusst sind. Die müssen Englisch sprechen, da die Schule ja englischsprachig ist. Und wir bilden sie jede Woche aus. Ja, wow. Wir nutzen ein System, ein Weltanschauungssystem. Frag mich nicht nach dem Namen, der ist von Dalai Lama. Wie man die Menschen sieht, wie man die Kinder sieht und halt die Lehrer, die Mentoren, die müssen durch diesen Prozess durch, damit sie verstehen, was wir da mit den Kindern tun. Wow, Gänsehaut, Gänsehaut. Großartig. Also wenn du, liebe Zuseherinnen, Zuseher, jemanden kennst, den er als Lehrperson ja, auch irgendwo erschöpft und verzweifelt tätig ist, dann leite das hier weiter.
Und ich glaube, das größte Appell geht an die Eltern, die selber schulpflichtige Kinder schon haben und jetzt ein bisschen hellhörig werden, aufhorchen und sagen, hey, Moment. Und dann möchte ich an dich appellieren, ich glaube, Katharina hängt gerade ein, lass nicht zu, dass irgendwelche Glaubenssätze oder irgendwelche, wie man es macht oder genau diese Vorannahmen kommen und alles zerstören, bevor es losgeht, sondern geh deiner Nase, dein Riecher, deiner Intuition nach und such zumindest das Gespräch. Ich denke, das ist der nächste Schritt. Wie geht das, wenn man... Ja, genau. Und bevor ich das sage, möchte ich da auch nochmal einklinken. Das wird eine Never-Ending Story hier mit uns beiden, glaube ich. Das Thema so schön ist. Warte nicht, weil die Zeit an der Schule ist begrenzt. Ja. Irgendwann mal ist dein Kind mit der Schule fertig. Und das System wird sich wenn überhaupt, dann ganz, ganz langsam verändern. Und spürbar wird es erst sein, wenn dein Kind schon draußen ist. Warte nicht, bis der Schaden entstanden ist. Suche nach Lösungen. Das muss nicht unsere Schule sein. Das wäre natürlich super toll. Aber es gibt alternative Möglichkeiten. Hör nicht auf, deinen Status quo zu hinterfragen. Ja. Ist das wirklich das, was unsere Familie, was meinem Kind entspricht? Und wenn nicht, ändere das. Bitte. Das Kind wird dir das so dankbar, weil die Zeit auf der Schule ist so massiv, was Glaubenssätze angeht, was die ganze Wesensveränderung angeht. Ich meine, die Kinder gehen ja in der Schule durch ihre Pubertät. Das ist ja total maßgeblich, was dann draus wird. Verändere es für dich. Das berührt mich sehr und ich finde es, also vielen Dank, hast du das noch angefügt. Ich glaube, hier ist auch ganz wichtig, dass wir als Eltern auch erlauben dürfen, dass das Kind gefragt wird. Ja? Also, falls du das hörst, liebe Mutter oder liebe Vater, und du denkst, ja, ich weiß nicht, zeige es einfach deinem Kind mal, was wir hier gerade besprochen haben und frage es um seine Meinung, was es davon hält. Ja? Also, das ist etwas, was wir oft vergessen. Wir trauen unseren Kindern zu wenig zu. Ja. Und die spüren es aber dann viel schneller, viel direkter. Ja? Die haben noch nicht so viele Limitierungen um sich herum wie wir. Genau, und nutze das Momentum. Okay. Wie kommt man zu euch? Ja, du gehst am besten auf unsere Webseite school-beyond-limitations.com. Da gibt es einen riesen Button, wo du für dich ein Gespräch mit der Martina buchen darfst. Aber buch das Gespräch wirklich, wenn du dein Kind auf der Schule anmelden willst. Ja. Informationen kriegst du in unseren Webinaren, auf unsere Fanpage im Internet, School Beyond Limitation, bei Facebook meine ich, auf der Webseite. Buch dir das Gespräch und schätze bitte die Zeit auch von Martina, weil die führt viele Gespräche mit Familien und mit den Kindern. Sie ist auch Hauptmentor bei uns in der Schule und macht nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den ganzen Mentoren. Also sie ist da maßgeblich die unterrichtet, die Mentoren weiter durchführt in diesem System von Dalai Lama. Buch nur das Gespräch, wenn du wirklich ernsthaft dir Gedanken machst, das Kind auf der Schule anzumelden. Ja, das finde ich ein wichtiger Hinweis, ist kein Kaffeekränzchen, ja. Sind Profis, die sich hier breit und ganzheitlich engagieren. Also die haben auch nur 24 Stunden, selbst wenn sie online unterrichten. Und genau, also ich denke mal, es wird ähnlich vorgehen, wie wir die Klarheitsgespräche oder Erstgespräche auch sonst kennen. Da gibt es wahrscheinlich eine saubere Standortbestimmung auf eure Art, aber deine Intention muss klar sein, dass du es haben willst. Genau. Und bemühe dann die Fachleute erst dann. Ja. Genau, und wir führen erstmal das Gespräch mit beiden Elternteilen. Also es ist ganz wichtig, dass du gleich mit deiner Partner kommst, abhängig davon, ob ihr zusammen oder getrennt seid. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil oft ist es ja so, es kommt eine Mama zu uns, oft kommen Mütter als Erste und sagen, die wollen uns, das ist so toll, und dann sagen die Väter, nee, die können sich das gar nicht vorstellen. Von daher klärt es erstmal zusammen, dann kommt ins Gespräch. Und wenn das erste Gespräch gut verläuft, dass wir sagen und ihr sagt,
wir können uns das vorstellen, die Bedingungen sind gegeben, dann gibt es ein Gespräch mit dem Kind, 1:1, dass Martina auch schaut, passt das so, können wir, will das Kind, ganz Ja, wichtig. großartig, großartig, großartig. Also, ich fasse zusammen, die Website von euch habe ich schon gepostet. Man kann auf eurer Fanpage, die schmeiße ich auch noch hin, kann man euch befanen und euch folgen und euch liken und jederzeit auch neuere Beiträge dann wieder teilen. Was kann man sonst noch Gutes tun, auch gerade wenn man keine Eltern mit schulpflichtigen Kindern? Teil das Interview in deinem Netzwerk, ja. Erzähle von dieser Schule. Viele wissen es ja noch gar nicht, dass es so eine Möglichkeit gibt und die suchen händeringend nach alternativen Möglichkeiten, nach freieren Möglichkeiten. Teile. Wir brauchen Pioniereltern, die wirklich sagen, weißt du, egal wie das System ist, egal wie Status quo ist, wir wollen jetzt eine Veränderung haben. Wow. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Etwas vom Wichtigsten. Und wenn ich da noch was von mir, was gerade reinkommt, anfügen darf, zögere auch nicht. Ja? Trau es dir und trau es deinem Kind oder deinem Ex-Mann oder wer auch immer noch involviert ist, trau es ihnen einfach zu, dass du mit dieser neuen Idee, mit dieser Innovation schwanger gehst und dass du da eine Lösung oder eine Öffnung auch erkennst. Und dann geh dafür. Geh dafür, was es auch immer braucht, bis du so weit bist für dieses Gespräch. Und lass nicht locker. Und ja, in der Zwischenzeit unterstützt uns, ich sag uns, sag schon uns. Eine Botschafterin. Genau. Teile einfach alles, was es macht, ja, auch wenn dann in der Zwischenzeit andere Kinder früher da sein können. Ich glaube an das Miteinander und ich glaube, das ist hier auch ein wichtiger Faktor für ein Miteinander. Es ist egal, wer zuerst oder wie viel oder wo auch immer. Hauptsache, wir spüren unseren Anteil im Großen und Ganzen und gehen dafür. Und ja, lass uns das einfach tun. Katharina, ich bin so happy, ich habe mich so gefreut auf den heutigen Termin. Wir werden uns in einigen Wochen noch mit Chris zusammen unterhalten über das Online-Business im Allgemeinen. Aber das hier, das stimmt mich sehr, sehr tief dankbar. Ich bin berührt. Danke für dein Vertrauen, dass du hierher gekommen bist, für die Zeit und dass du diese Sache machst. Danke auch unbekannterweise an die Martina. Ich kenne sie nicht mal. Also ich finde das so genial, wenn Leute für eine Mission gehen, die allen Beteiligten einfach Gutes tut und Öffnungen schafft. Also danke, danke, danke machst du das. Und last but not least, das Schlusswort ist für dich. Oh mein Gott, ich habe so viel erzählt. Erstmal vielen, vielen Dank, Chantal, für die Einladung. Wie gesagt, ich bin so dankbar, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, es gibt keine Limitierungen. Alles, was wir uns erzählen, das alles nur in unserem Kopf, muss auch nicht wahr sein. Wir dürfen alles hinterfragen, was gerade passiert und was ist. Und wir dürfen uns von diesen leisen Stimmen in uns, die die Wahrheit sprechen, sei es die geistige Welt oder die eigene Seele oder wie auch immer du das nennen willst, der Gott, die uns einflüstert und mehr auf die hören und gehen. Und gerade für die Kinder, die so rein auf diese Erde kommen und so viel hier bewegen könnten, würden wir sie nicht mehr limitieren, würden wir denen die Freiheit lassen, sich so zu entfalten, wie es denen entspricht. Wow, perfekt zusammengefasst. Vielen, vielen Dank. Du bleibst noch kurz dran. Wir verabschieden uns von den Zuseherinnen und Zusehern. Danke, dass du da warst, deine Zeit investiert hast in dich, in unsere Zukunft. Danke im Voraus schon fürs Teilen xxx Mal. Ja? Zögert nicht und habt einen wunderbaren Abend. Danke schön. Ciao.